Herzlich willkommen zu deiner Auszeit mit Mirjam. Mein Name ist Mirjam und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute mit dabei bist. Du befindest dich in der Serie Yoga am Kamin zum Wohlfühlen und heute eine Bonus-Episode einfach nur für dich, für deine Körpermitte, für deinen Bauch, für deinen Core. Ein bisschen eine Mischung zwischen Stärkung, Anstrengung und gleichzeitig liebevolle Betrachtung. Und wir starten für unsere Mobilisierung etwas weiter im Stand als hüftbreit. Verwurzel deine Füße hier mit dem Boden. Fühl dich hier gestützt und getragen. Mach deine Waden fest. Zieh die Knie leicht nach oben. Oberschenkel auch festmachen. Becken leicht nach vorne oben kippen. Dann hast du deinen Po schon angespannt, dein Bauch schon fest. Und dann zieh dich hier nochmal raus. In der Wirbelsäule, die Schultern hier fallen lassen. Und schließ für einen Moment die Augen. Komm hier an. Und schicke einen liebevollen inneren Blick zu deinem Bauch, zu deiner Mitte. Wir betrachten uns hier oft nur von außen und das nicht immer liebevoll. Aber was alles in unserem Bauch geschieht, ist einfach incredible. Und vielleicht finden wir auch hier heute einen kleinen Zugang, nicht nur zu den Bauchmuskeln, sondern auch zu unserer Intuition. Also finde diesen Zugang zu dir selber, nicht nur im Außen, in der äußeren Betrachtung, sondern auch in deiner inneren Betrachtung. Und dann öffne die Augen, halte alles ab dem Becken stabil in die Erde gedrückt und nimm deine Arme, Hände auf die Schultern und wir kreisen hier. Wir machen seitliche Bewegung, wir kreisen nicht. Nach rechts und nach links, Hände bleiben auf den Schultern. Und du kannst den Atem hier mit dazu nehmen. Mach deinen Po nochmal ganz fest. Das hilft auch deinem wunderschönen Bauch und ausatmen zur Seite. Durch den Mund ausatmen. Bleib unten fest. Fest aus den Füßen, fest im Po. Und nutz das hier für deine seitliche Drehung. Und komm hier wieder in der Mitte an. Lass die Arme erstmal sinken. Stell dich nochmal einen Ticken weiter auf in einem V und dann nimm die Arme hier nach oben und wieder diese Festmachen von dieser Verwurzelung in den Füßen. Die Beine sind fest, dein Gesäß ist fest, Bauch ist fest und wir sind hier im Andreaskreuz. Wenn du möchtest, kannst du hier auf die Zehenspitzen kommen. Wenn es dir zu viel wackelt, dann halte hier einfach die Stellung am Boden. Das, was für dich passt. Vielleicht wird es auch einfach ab und zu hoch und runter kommen. Und spür hier diese Stabilität. Nicht nur aus den Beinen, sondern aus deiner Mitte heraus. Wunderbar. Und dann lass die Arme sinken, die Fersen vielleicht wieder auf den Boden kommen. Und nimm deinen linken Fuß geradeaus nach vorne und den rechten Fuß nimmst du hier um 90 Grad ausgedreht. Becken bleibt hier gerade zu dir ausgerichtet.
Und wir kommen in das Dreieck. Arme über die Seite, Schultern bleiben unten. Und streck dich ganz weit raus hier zu deinem vorderen Fuß. Und dann beug dich hier Richtung Decke und halte aus deiner Mitte raus. Stütz dich hier gar nicht ab. Leg am besten die Hand gar nicht irgendwo dran, sondern einfach halten, halten und halten. Wunderschön. Ganz subtil, ganz anstrengend. Wir wechseln die Füße, der rechte Fuß zeigt nach vorne, linker Fuß um 90 Grad ausgestellt. Vielleicht die Arme mal kurz sinken lassen. Wir wollten ja gar nicht so sehr den Fokus auf die Arme haben. Und die Arme wieder nach oben. Becken wieder korrigiert nach vorne. Streck dich hier raus und dann zieh dich hier in die andere Seite. Und ein Dreieck. Kippt hier zur Seite. Nicht aufstützen. Nicht übertrieben irgendwo ankommen wollen. Heute der Fokus auf das Halten aus deiner Mitte heraus. Ganz viel Kraft und Feuer, das wir hier brauchen, nicht nur für unseren Körper, sondern für unsere Intuition, für unsere Entscheidung. Und dann komm hier wieder zur Seite, dreh die Füße nach außen, komm hier in eine, für unsere Balletthasen, eine sehr große zweite Position, richte dich auf in die Goddess Pose. Göttinnenposition, die Arme auch angewinkelt nach oben und drück dich kraftvoll aus den Beinen raus, kraftvoll in der Mitte aufrichten und dann komm hier langsam auf den Boden, machst dir erstmal gemütlich, richte dich ein auf deiner Matte, lass die Beine hier vor deinem Körper stehen und dann beug dich hier mit geradem Rücken nach hinten. Wir kommen ins Boot in Navasana und du kannst die Beine entweder hier angewinkelt lassen oder gestreckt und die Arme kommen hier neben deinen Körper, neben deine Beine, eher neben deine Beine, gehört auch zum Körper. Und einfach halten und in der Wirbelsäule aber ganz lang bleiben. Spür die Kraft hier aus deiner Mitte. Oder die Kraft, die du vielleicht noch aufbaust. Sehr, sehr schön. Und dann die Füße abstellen. Umarm deine Ellenbogen. Leg deinen Kopf zwischen deine Knie oder auf die Knie. Und genieß dieses Abhängen für einen Moment. Auch hier müssen wir ab und zu wieder loslassen, uns lösen. Und dann mit freiem Blick wieder auf uns, in uns reinschauen zu können. Und wir kommen nochmal zurück ins Boot. Wirbelsäule aufrichten, leicht nach hinten kippen. Beine nach oben und die Arme an die Seite. Und jetzt heb hier, was immer du dir vorstellen willst, irgendwas Schönes. Die Arme von einer Seite zur anderen Seite. Wirbelsäule bleibt ganz gerade. Beine vielleicht noch ein Stück hochziehen. Und noch zweimal auf jeder Seite. Oder länger, dann drück Pause. Mach weiter. Solange du willst, lass dich nicht aufhalten, my dear friend. Und die Beine wieder verschränken. Arme umarmen und den Kopf ablegen. Und dann komm mit mir nach unten, halte dich an deinem rechten Knie fest und roll dich hier ganz liebevoll nach unten. Streck dein linkes Bein aus, zieh dein rechtes Knie Richtung Brustkorb. Einen kurzen Moment hier nachspüren, in deinen Bauch reinspüren. Und Fitness ist was Schönes.
Aber wenn du deine innere Fitness noch dazu nimmst, was meinst du, was dann geschieht? Was für kleine Wunder dann in deinem Leben geschehen könnten. Und dann von hier deine Hände verschränkt in deinen Nacken, an deinen Kopf. Heb dein rechtes Bein ab und rechter Ellenbogen trifft linkes Knie. Und wir fahren ein Yogi-Fahrradfahren. Wechseln uns ab. Die Beine kommen gar nicht auf den Boden, sondern schweben hier. Ganz gemütlich und löst dich ein bisschen von der Anstrengung der Übung. Komm in eine beobachtende Haltung. Vielleicht willst du sogar mal die Augen schließen, was ja noch komischer erscheint. In so einer vielleicht doch anstrengenden Übung. Und noch zweimal auf jeder Seite. Wunderbar. Und nimm deine Knie, zieh sie zu dir ran hier ins Päckchen. Lass die Schultern in den Boden sinken. Schließ kurz die Augen und spür nach. Spür nach dieses Feuer, das du in deinem Körper kreierst. Und nimm dieses Feuer mit in dein Leben. Als Energie, als Kraft. Und nicht schimpfen, wir machen noch eine letzte Feuerübung, indem wir unsere Beine nach oben ausstrecken, Arme neben den Körper legen und du wirst gar nicht so viel sehen, aber kipp dein Becken jetzt immer so leicht nach hinten. Mach deinen Bauch ganz fest und mit diesem Beckenkippen melden wir uns hier nochmal auch bei den seitlichen Bauchmuskeln. Ganz subtil, ganz gemütlich. Schultern bleiben im Boden, die wollen dann immer so ein bisschen verkrampft abheben. Bleib ganz locker hier im Schultergürtel, in den Armen. Lass das Becken und die Bauchmuskeln hier die Arbeit machen. Und spür dieses wunderbare Feuer, die wunderbare Kraft in deiner Mitte. Und auch ein Feuer braucht Zeit, also gib dir Zeit, sei geduldig mit dir selber, aber bleib dran, innen wie außen. Und dann Beine wieder beugen, komm hier zurück ins Päckchen, Schultern wieder in den Boden schmelzen lassen, die Augen kurz schließen. Und dann stell deine Beine hier etwas weiter vom Gesäß auf, Füße aneinander und lass die Knie zur Seite kippen. Richte vielleicht nochmal dein Gesäß ein, dass du hier für einen Moment liegen kannst und leg deine Hände auf deinen wunderschönen Bauch, der jeden Tag für dich hier wundervoll bringt, als Teil des Ganzen, des großen Ganzen. Und atme hier in deinen Bauch hinein, sodass sich deine Hände richtig abheben. Hol dir hier noch 3 ganz tiefe Atemzüge. Füll deinen Bauch, füll deine Lungenspitzen. Lass den Sauerstoff bis in die Schultern gelangen und dann wieder loslassen durch die Nase oder durch den Mund. Und wenn du die Augen noch nicht
automatisch geschlossen hast, dann schließ hier nochmal deine Augen. Lass deinen Atem jetzt wieder ganz passiv-aktiv fließen. Spür das Leben in dir. Spür, wie dein ganzer Körper pulsiert, lebendig ist. Auch wenn du dich vielleicht an manchen Tagen nicht so lebendig fühlst, hast du doch diese wundervolle Kraft jederzeit in dir. Und dann geh kurz in dich rein. Überleg, ob du noch länger bleiben willst. Dann drück Pause. Vielleicht willst du auch in Shavasana dann ausgleiten. Ansonsten verabschiede ich mich an diesem Punkt von unserer letzten Folge, eigentlich schon die Bonusfolge von Yoga am Kamin zum Wohlfühlen. Danke, dass ich dich ein kleines Stück auf deinem Weg, auf deiner Reise zu dir selber, im Innen und im Außen begleiten darf. Und bleib dabei bei allen weiteren Serien und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Pass gut auf dich auf.